Entschuldigung, dürfte ich einen Blick in Ihre Tasche werfen? Ist doch wunderschön hier, so friedlich. Fast zu schade, um es abzuholzen. Ansgar von Lahnstein, ich bin der Vater dieser jungen Dame. Ich bin mir sicher, dass wir diese kleine Angelegenheit auch ohne Polizei regeln können. Ganz nüchtern betrachtet sehe ich in dem Vertrag mit Yakamoto unsere einzige Chance, dass Lahnstein Enterprises die nächsten Jahre überlebt. Gut. Du hast dir was Schönes gekauft, ja? Die hat ja über 1.000 Euro gekostet. Es gibt Menschen, die permanent damit beschäftigt sind, sich alles schön zu reden. Bloß nicht zugeben, wenn irgendwas mal suboptimal läuft, das die eigene kleine Welt ins Wanken bringen könnte. Ich habe übrigens noch nie dazu gehört. Ich bin jetzt in eurer Suite. Du kannst mir später sagen, wie schön es ist, frisch verheiratet in Paris zu sein. Wie bitte? Ich habe mein Training abgebrochen für eine blöde Buchungsnummer? Wenn einem etwas so richtig auf die Nerven geht, dann muss man das nicht verstecken, sondern sich nur damit abfinden, dass es im Leben von anderen vielleicht ein bisschen besser läuft als bei sich selbst. Irgendwo auf dem Tisch mal, hier liegen 1000 Zettel rum. Du, hör mal, ich ruf dich später zurück, ja? Ciao. Es gibt nur mal 2 Kategorien von Menschen. Die einen gehen auf lange Reisen und feiern ihr Glück. Und die anderen bleiben zu Hause und suchen nach deren Buchungsnummer. Man muss nur akzeptieren, dass man zur Kategorie Buchungsnummer gehört. Dann fällt einem der Rest auch nicht mehr so schwer. Morgen. Hast du etwa hier geschlafen? Ja, hat sich so ergeben. Bis auf die kaputte Federn ist das Ding sogar ziemlich bequem. Habt ihr euch getrennt? Nein, wir machen eine Pause. Wegen der Nacht mit Jessica? Nicht nur. Olli meint, wir haben verschiedene Ziele im Leben. Vielleicht sind wir doch nicht füreinander geschaffen. Aber ihr liebt euch doch, oder? Dana, nur weil man sich liebt, heißt das noch lange nicht, dass man zusammenpasst. Außerdem kümmer du dich mal um dein eigenes Liebesleben. Welches? Hör auf, diesem Hagen hinterher zu trauern. Es gibt genügend Männer in Düsseldorf. Das mache ich doch gar nicht. Ich habe überhaupt keine Zeit für Männer. Bei mir kommt an erster Stelle Dionysus und dann erst mal ein paar 1000 Kilometer lang gar nichts. Warum glaubst du mir eigentlich nicht? Weil ich langsam diesen Gesichtsausdruck kenne, wenn du dir irgendwas krampfhaft einredest. Diesmal ist es anders. Ich will Rennen reiten. Guck mal. Das habe ich beim Juniorenrennen getragen. Wow, ein Trikot. Vielleicht passt es sogar noch. Dann kann ich es anziehen als Glücksbringer beim Lahnstein Derby. Hast du hoffentlich auch schon einen Plan, wie du Hagen umstimmst? Du weißt, dass wir einen professionellen Jockey brauchen? Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Ist das Kims "Sprecht mich bloß nicht an" Lied? Schlimmer. Das ist ihr "Versteht mich sowieso nicht" Lied. Sie wird gleich an uns vorbeirauschen, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Ich drehe jetzt die Sicherung raus. Und da muss sie uns auch erklären, woher sie die Jacke hat. Also von ihrem Taschengeld bestimmt nicht. Wahrscheinlich ist es zu spät, jetzt mit der Erziehung anzufangen. Sie hat immer gemacht, was sie wollte. Dafür ist es nie zu spät. Sie hätte die Schule doch beenden sollen. Arbeit hat noch niemandem geschadet. Aber nicht gleich für jemanden wie Tanja von Lahnstein. Sie ist wirklich nicht das richtige Vorbild. Ich weiß nicht mal, wo Kim letzte Nacht war. Ich muss zur Arbeit. Und übrigens, in meinem Zimmer funktioniert der Strom nicht. Kim, kommst du bitte mal? Sagst du uns, woher du die Jacke hast? Komm schon. Wir sind deine Eltern. Du kannst uns vertrauen.
Klar. Kim, wenn die Jacke geklaut ist, dann müssen wir sie zurückbringen. Ja, vielleicht ist es noch nicht so... Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass ihr mir sowas überhaupt zutraut. Wieso eigentlich Jockey? Was ist so toll daran, ständig Hunger zu haben? Das ist eben mein Traum. Du arbeitest gerne mit Pferden. Du bringst sie zur Höchstleistung. Das ist dein Job. Ein Jockey, der setzt sich am Ende nur auf das Pferd und gewinnt. Eben. Ein Jockey hat keine Ahnung. Der sitzt morgen wieder auf dem nächsten Pferd. Aber ich kenne jeden Nerv und jeden Muskel von dir. Und dieses Au! Ups. Du hast keine Ahnung, was das für ein Gefühl ist, oder? Wenn die Startbox aufgeht und alles explodiert. Das ist unglaublich. Warum sollte ich das jemand anderem überlassen? Weil du weißt, dass du kein Profi bist und es bessere Jockeys gibt? Das haben wir doch schon probiert, oder? Hast du Enrico Geifer schon vergessen? Ach, Geifer war ein Idiot. Nicht jeder Jockey ist so. Solange wir keinen neuen haben, trainiere ich eben. Oder hast du was dagegen? Solange du nicht wieder enttäuscht bist, wenn Hagen mit irgendjemand anderem kommt? Denkst du immer noch, ich habe unsere Nacht im Wald inszeniert? Du hast gedacht, ich treffe mich hinter deinem Rücken mit meinem Vater, um den Yakamoto-Deal rückgängig zu machen. Ich war jedenfalls nicht eingeladen. Wir sind Partner und es würde wirklich vieles erleichtern, wenn du endlich aufhörst, ständig eine Verschwörung gegen dich zu wittern. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ich hatte heute Morgen schon ein sehr vielversprechendes Telefonat mit Yakamoto. Schön. Er würde sich freuen, wenn wir ihn mal besuchen. Das heißt, wenn wir mal nach Japan kommen. Ich habe kein großes Bedürfnis, Herrn Yakamoto in seiner Heimat zu besuchen. Es reicht mir, wenn wir ihn unseren gesamten Forst verschiffen. Es war definitiv die richtige Entscheidung. Der Yakamoto-Deal verschafft Lahnstein Enterprises endlich wieder Luft zum Atmen. Ja, wenn uns nicht die Größenordnung der Lieferung erstickt. Wir sind mehrfach abgesichert. Sollten wir in Lieferschwierigkeiten kommen, greifen unsere Versicherungen. Sebastian, ich weiß deine Idee mit den Versicherungen sehr zu schätzen, aber Was willst du trotzdem... eigentlich, Ludwig? Sebastian ist dir in jeder Hinsicht entgegengekommen. Dieser Vertrag wird uns in den nächsten Jahren sämtliche Ressourcen kosten. Und der Rest unseres Vermögens steckt in Versicherung. Das ist doch absurd. Man muss eben auch mal was riskieren, wenn man etwas erreichen will. Was nennt man Fortschritt? Willkommen in der Gegenwart. Ich weiß, dass wir ein unkalkulierbares Risiko mit einer verdammt hohen Versicherungsprämie abgesichert haben, aber das muss kein Engpass sein. Einen weiteren Engpass kann sich Lahnstein Enterprises auch nicht erlauben. Mit der ersten Lieferung ist die erste Rate von Haseiholz fällig. Ja, aber vorher ist die wirklich hohe Versicherungsprämie fällig. Könnt ihr mir sagen, woher wir dieses Geld nehmen? Ich habe da die eine oder andere Idee. Und ich war lange genug Justiziar dieser Firma. Ich habe noch nie einen Vertrag aufgesetzt, den wir nicht erfüllen konnten. Wenn du mir schon nicht mal als Sohn vertraust, dann vielleicht wenigstens als Geschäftspartner? Das muss es sein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Thomas, unsere Tochter hat vielleicht geklaut. Das wissen wir doch gar nicht. Aber bald. 400 € für die Schuhe. Guten Tag. Dann vielen Dank und einen schönen Tag. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Hallo. Meine Tochter war gestern hier und kann es sein, dass sie diese Lederjacke hier heimlich eingesteckt hat? Ah, nein. Ihr Vater hat die doch bezahlt. Das kann nicht sein. Ich bin Ihr Vater. Er hat mir doch seine Karte dagelassen. Hey, hey, hey! Was läuft da mit meiner Tochter? Sind Sie wahnsinnig? Was soll das? Kim ist erst 17. Verdammt nochmal, ich will doch nichts von Ihrer Tochter. Ich kenne solche Typen wie Sie. Erst machen Sie auf netten Onkel, dann machen Sie Geschenke und dann... Hören Sie mir überhaupt mal zu. Ich will nichts von Ihrer Tochter. Ehrlich, ich schwöre, Papi.
Was soll das da mit der Jacke? Gott. Ich kenne doch ihr Gehalt. Sie hat große Augen gemacht, da hatte ich eben Mitleid. Wir brauchen Ihre verdammten Almosen nicht. Das haben wir überhaupt nicht nötig. Hier. Und eins sage ich Ihnen. Halten Sie sich von meiner Tochter fern. Auch ein Keks? Der Weg zum Ruhm ist hart, steinig und von einem knurrenden Magen gekennzeichnet. Klingt sehr nach deiner Schwester. Aber im Gegensatz zu mir beherzigt sie das. Trotzdem misste ich den Stall lieber mit dir aus. Ich kann Olli irgendwie verstehen. Das ist eine seltsame Art, Komplimente zu machen. Ach so, du meinst, es liegt an meinem spröden Humor, dass unsere Ehe kriselt? Oder an deinem Kaffee. Sag mal, hast du dir eigentlich schon was überlegt? Also, ich meine, für eine Nacht taugt das hier ja vielleicht, aber für länger? Dionysos hat vielleicht wirklich das Potenzial zum Zuchthengst, aber bevor er uns was einbringt, muss er über die Trainingsrunden hinaus. Und er ist dieses Jahr noch nicht mal ein Rennen gelaufen. Tanja, warum erzählst du mir das alles? Ich wollte es vorhin nicht so sagen, aber dein Vater hat wirklich recht. Na ja, seit wann denn das? Die Versicherungsprämie für den Wald ist sofort fällig. Wenn wir nicht irgendwo sparen, brechen wir ein. Alle Investitionen liegen auf Eis. Wir sind bereits am Limit. Ja, aber nicht hier im Stall. Lahnstein Enterprises verjubelt hier Monat für Monat ein kleines Vermögen. Ohne Aussicht auf Erfolg. Sebastian, das Geld können wir woanders viel besser gebrauchen. So, da wäre einmal die Post. Ja. Das hier und es ist heute ein neues Meeting auf 17 Uhr gelegt. Okay, ja? gebe ich mir. Thomas. Ich habe mit diesem feinen Herrn Lahnstein mal vorgeknüpft. Ja. Wie, du hast was? Ich meine, du hast ihn doch nicht etwa... Nein, hätte ich aber gern. Zumindest habe ich ihm eine deutliche Ansage gemacht, dass er die Finger von Kim zu lassen hat. Ja, und wie hat er reagiert? Ich glaube, ihm ist klar geworden, dass ich ernst meine. Mann, der Kerl könnte Kims Vater sein. Hast du mit Kim gesprochen? Ja, kurz. Aber ich habe keinen Zugang zu ihr gefunden. Sie konnte auch überhaupt nicht verstehen, warum wir uns so aufregen über das Geschenk von Herrn von Lahnstein. Es wäre ja nur eine Jacke. Nur eine Jacke? Mehr nicht. 1000 €. Sie ist so jung und sie bewundert ihn dermaßen. Ich will einfach nicht, dass sie verletzt wird. Ich kann dir sagen, wer hier demnächst verletzt wird, wenn er nicht tut, was ich ihm geraten habe. Mann. Thomas, sie hat den Grafen auch als steinalt bezeichnet und behauptet, dass sie nur Freunde wären. Nach unserem Gespräch wird er diese Freundschaft wohl kaum intensivieren. Ja, und wenn doch? Dann müssen wir den Kontakt ein für alle Mal verbieten. Der Laden ist ein Fass ohne Boden. Aber das hat jetzt ein Ende. Dazu haben Sie keine Berechtigung. Sieh an. Die kleine Pferdewirtin. Sie wissen nicht so richtig, wen Sie vor sich haben, oder? Dana Wolf, richtig? Dann hören Sie mir mal gut zu, Schätzchen. Lahnstein Enterprises kann sich ein Verlustgeschäft wie dieses nicht leisten. Wir haben für Hagens kleines Spielzeug kein Geld. Es braucht viel Zeit und Geduld, bis ein Rennstall sich durchgesetzt hat, Frau von Lahnstein. Weil man sich auch in der Zucht erstmal einen Namen machen muss. Erzählen Sie mir nicht, wie das Geschäft funktioniert. Mein Vater hatte selber ein Gestüt. Ich weiß, dass man jahrelang investiert und nicht weiß, ob es sich jemals rentiert. Wir haben ein gut trainiertes Vollblut, das für uns an den Start geht und zuchtfähig ist. Der Erfolg kommt. Alles, was wir brauchen, ist Zeit. Ja, und genau die haben wir nicht. Ich bin Geschäftsfrau und ich weiß, wann Schluss ist. Genau jetzt. Erstellen Sie mir doch bitte eine Inventarliste von der ganzen Anlage, ja? Pferde, Immobilien, Equipment, einfach alles. Ich will keine Zeit verlieren. Und sobald sich ein neuer Käufer gefunden hat, kommt der Laden unter den Hammer. Ja. Damit wäre ja alles geklärt. Ja, das sehe ich auch so. Und Sie beide sollten sich einen neuen Job suchen. Du hast die Rennbahn also wirklich schon der Konkurrenz angeboten? Der Laden ist ein Minusgeschäft und ich mache keine halben Sachen. Ich sag das jetzt nicht gern, aber Frau Wolf hat recht. Wir haben ihn gerade erst gegründet. Sowas braucht Geduld und Geld. Und das war auch von Anfang an kein Geheimnis. Wir haben aber weder das eine noch das andere, was auch von Anfang an bekannt war. Woher kommt eigentlich so plötzlich diese Idee? Ludwig beschwert sich die ganze Zeit über die Risiken des Yakamoto-Deals. Dabei liefern wir Ressourcen gegen Geld. Das ist ein klares Geschäft. Aber der Rennstall ist Sport. Und somit Risiko. Das kann man nicht kalkulieren.
Ludwig blendet das aus, weil er seinem Kronprinzen nicht das Spielzeug wegnehmen will. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das hier ist definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, die Sache einzustampfen. Dafür haben wir zu viel investiert. Wenn wir beim Derby den Pokal holen, dann hat der Rennstall einen Champion, damit hätten wir es geschafft. Also gut, wir lösen den Rennstall nicht auf, aber streichen alle Ausgaben. Das ist in dem Fall dasselbe. Ich kenne Hagens Rentabilitätsplan und er ist solide. Ja gut, er braucht Zeit. Aber Sebastian, die haben wir nicht. Tanja, ich glaube, du weißt sehr gut, dass ich keine allzu hohe Meinung von meinem Bruder habe. Aber diesen Rennstall führt er ganz ordentlich. Ich würde Hagen auch lieber mit den Pferdchen beschäftigen, damit er uns in der Firma nicht in die Quere kommt. Aber wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir werden keine Entscheidung treffen, solange Hagen verreist ist. Wer ist hier eigentlich der Chef? Hagen oder du? Wir können den Rennstall nicht einfach platt machen. Nicht nach der ganzen Arbeit, die Hagen hier reingesteckt hat. Du hast die Lahnstein doch gehört. Anscheinend haben die schon den ersten Interessenten. Das kann die doch gar nicht alleine bestimmen. Sebastian hat doch die ganze Zeit die Klappe gehalten. Wenn du mich fragst, stecken die unter einer Decke. Quatsch. Sebastian war doch genauso überrumpelt wie wir. Sebastian und Hagen können sich aber nicht leiden. Der wäre der Erste, der den Laden hier platt macht. Dana, in dieser Familie zählt nur die Firma. Wenn die irgendwie sparen müssen, dann machen die alles platt. Und warum ist dann bislang noch nichts passiert? Diese Tanja will uns doch nur einschüchtern und Hagens Abwesenheit dafür nutzen, das Machtgefüge klarzustellen. Ich glaube aber, dass mehr dahinter steckt. Wenn du ehrlich bist, glaubst du das auch. Hagen hat mir die Verantwortung für den Rennstall übertragen. Und diese Tanja schleppt dir keinen halben Hufkratzer aus, solange ich das verhindern kann. Hagen hat gesagt, du sollst dich kümmern. Du hast keinerlei Vollmacht, du hast nichts Schriftliches, du kannst überhaupt nichts tun. Aber ich muss. Hagen ist in den Flitterwochen mit Marlene. Wie sieht das denn aus, wenn ich da anrufe und... Dana, wenn du nicht willst, dass wir alle den Job verlieren, dann hast du keine andere Wahl, okay? Was soll das? Hagen? Ich dachte, du bist in Paris und flitterst. Du willst hinter meinem Rücken die Rennbahn dicht machen? Ich hätte die Entscheidung nicht ohne dich getroffen, aber jetzt, wo du einmal da bist, wir können gern drüber reden. Da gibt's nichts zu reden. Wir trainieren gerade für das Derby. Und vorher werde ich die Rennbahn auf gar keinen Fall aufgeben. Die Firma ist in akuten Schwierigkeiten. Wir brauchen Geld. Wenn wir das Derby gewinnen, sind wir alle sorgenlos. Das weißt du genauso gut wie ich. Und wenn nicht, sind wir ruiniert. Die Rennbahn ist unser größter Posten und wir können das Geld wirklich an anderer Stelle besser gebrauchen. Wenn ihr euch mit dem Holzgeschäft übernehmt, ist es nicht mein Problem. Natürlich ist es das. Wir sind ein Unternehmen. Du wolltest mich von Anfang an loswerden. Aber dass du so weit gehst, damit schadest du nicht nur der Firma, sondern der ganzen Familie. Jetzt hör mir mal gut zu. Mit diesem Rennstall bindest du einen Großteil unseres freien Vermögens. Und wofür? Für dein privates Hobby? Mein Hobby kann uns mit einem Schlag an die Spitze katapultieren. Sag mal, hörst du mir endlich zu? Was ist, wenn wir verlieren? Aber entschuldige bitte, dafür bist du natürlich viel zu selbstherrlich. Pass mal auf. Ich habe mich vor Vater für die Sanierung der Rennbahn eingesetzt, um deinen Arsch zu retten. Du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Das hier ist nämlich keine One-Man-Show, das ist ein Familienunternehmen. Und du sanierst unseren Rennstall gerade auf unsere Kosten. Sebastian, du bist nicht objektiv. Bei dir geht es nur um gekränkte Eitelkeit. Weißt du, bis vor einer Minute da war ich wirklich der Meinung, Tanja ist im Unrecht. Ja, ich wollte dir diese Chance geben, aber jetzt... Ich warne dich, Sebastian. So einfach werde ich es dir nicht machen. Du drohst mir? Tanja, lass uns gleich auf dem Schloss treffen. Hagen war gerade da. Du, sag mal, wie war das noch gleich mit der Rennbahn? Hier, das ist ein unabhängiger Rentabilitätsplan für die Rennbahn. Wir können unser Geld auch zweimal falten und aus dem Fenster werfen. Gerade du hast dich doch so für dieses Projekt eingesetzt. Unter falschen Voraussetzungen. Und jetzt wollt ihr die Rennbahn und den Rennstall einfach wieder verkaufen? In seinem jetzigen Zustand kann das Objekt einen sehr guten Preis auf dem Markt erzielen. Einige Millionen, vielleicht sogar im zweistelligen Bereich.
Ludwig, wir würden 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Kosten minimieren und Rücklagen aufstocken. Das müsste doch eigentlich in deinem Sinne sein, oder? Und Hagen? Du kannst doch nicht ernsthaft erwarten, dass wir aus falscher Rücksichtnahme ein Verlustgeschäft finanzieren. Das nicht, aber es geht auch um das Image unseres Hauses. Eine Frage. Wenn ich den Rennstall leiten würde und Hagen säße jetzt hier an meiner Stelle, wie würde denn dann die Antwort lauten? Landstein Enterprises wird keinen Cent mehr dafür ausgeben. Tanja und ich werden jeden Antrag abschmettern. Dana? Dana! Hey, ich bin sofort gekommen, nachdem ich die Mailbox abgehört habe. Du bist wirklich zurückgekommen. Mach dir keine Sorgen. So leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Dana? Dana? Ich hab dich gerade geküsst. Irgendwie schon. Ja, keine Ahnung, warum. Das ist bestimmt so ein Reflex, weil Dionysos knutscht dich auch immer ab. Du vergleichst mich mit einem Pferd? Hast du ein Problem damit? Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ja, dann geh ich mal. Scheiße! Was ist denn los? Brennt der Stall? Nicht der Stall. Marlene? Schatz! Ja. Entschuldigung. Du hast was? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, und dann? Was dann? Ja, hat er dich auch geküsst, zärtlich am Hals berührt und dann tief in die Augen geschaut? Ich habe einen Witz gemacht. Er hat gelacht. Dann in so einer Situation macht man keine Witze. Von klein auf lernen wir, dass wir nicht lügen dürfen. Aber wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir wissen, dass wir die Wahrheit sagen müssen? Früher habe ich mich immer schlecht gefühlt, wenn ich gelogen habe. Und heute fühle ich mich schlecht, weil ich für einen Moment ehrlich war.